Gegen Abend verlassen wir die prächtige Szenerie Ushuaias und folgen dem Beagle-Kanal in westlicher Richtung. Nachdem wir die nächtliche Passage des Beagle-Kanals hinter uns gebracht haben, erwartet uns ein überaus reizvoller Seetag inmitten der eindrucksvollen Fjorde des chilenischen Teils von Feuerland. In der darauffolgenden Nacht erreichen wir die Magellanstraße und am nächsten Morgen schließlich die am Südrand Patagoniens gelegene chilenische Stadt Punta Arenas. Unser Seetag in der beeindruckenden Welt der chilenischen Fjorde verspricht bei ungetrübtem Sonnenschein wiederum bleibende Eindrücke. Mit dem nahenden Sonnenuntergang geht ein wundervoller Seetag zu Ende und wir fahren in der kommenden Nacht in die Magellanstraße ein, in deren Zentrum Punta Arenas wir am folgenden Morgen anlegen. Die Lage der Stadt an der Magellanstraße ist überaus geschichtsträchtig, ist diese doch nach Ferdinand Magellan benannt, der im Jahre 1519 von Spanien aus nach Westen segelte, um eine möglichst kurze Route zu den im Pazifik gelegenen Gewürzinseln, den heutigen Molukken, zu finden. Nach einem Zwischenstopp auf Teneriffa segelte sein aus 5 Schiffen bestehendes Geschwader in Richtung Südamerika, wo es am 13. Dezember in der Guanabara-Bucht, dem heutigen Rio, vor Anker ging. 2 Wochen später steuerte Magellan den Rio de la Plata an und verlor hier auf der vergeblichen Suche nach einer Passage einen ganzen Monat. Auf der weiteren Suche nach einer Durchfahrt erreichte er Ende März 1520 die Bucht Puerto San Julián,
wo er bis Ende August überwinterte. Danach suchten 4 verbleibende Schiffe alle Flussmündungen und Buchten ab, bis man im Oktober 1520 am Cabo Virgenes die Einfahrt in die lang gesuchte Passage fand. 3 Schiffe bewältigten schließlich die mühsame Fahrt durch die heute als Magellanstraße bekannte Meerenge und erreichten den Pazifik am 28. November 1520. Die Victoria war das einzige Schiff des Geschwaders, das die erste Weltumsegelung anschließend tatsächlich vollendete. Als Nachbau in Originalgröße ist sie in einem höchst sehenswerten Freilichtmuseum in Punta Arenas zu besichtigen. Ebenfalls zu bewundern ist hier das Schiff Beagle, das fast 3 Jahrhunderte später für kartografische Vermessungen zur Südspitze Südamerikas aufbrach. Berühmtheit erlangte hierbei vor allem die zweite Expedition, bei der unter Kapitän Fitzroy auch Charles Darwin als unbezahlter Naturforscher an Bord war. Auf dieser Fahrt gewann Darwin die Erkenntnisse, aus denen er später seine Evolutionstheorie entwickelte. Nochmals blicken wir angesichts der historischen Bedeutung ehrfurchtsvoll auf die Magellanstraße, die in Punta Arenas ihre größte Breite erreicht. Natürlich würdigt man den großen Entdecker auch in der Stadt selbst mit einem gebührenden Denkmal. Obwohl die Stadt über 120.000 Einwohner zählt, scheinen hier Trubel und Hektik ganz weit weg zu sein, wovon wir uns bei einem kleinen Spaziergang gerne überzeugen. Mit nachhaltigen Eindrücken verlassen wir am Abend die Stadt im äußersten Süden Chiles.